Leute, wir müssen über Scum reden. Heute kommt das neue Update raus und ich habe mittlerweile überhaupt keine Ahnung mehr, wo dieses Spiel hin will, obwohl es ja so offensichtlich ist, was wir alle wollen und brauchen. Es ist nicht das erste Video, was darüber gemacht wird, und es ist auch nicht der erste Patch, der einfach wieder mal enttäuschen wird. Von daher gehen wir rein ins Video. Aber versuchen wir es also ein bisschen aufzudröseln. Was kam jetzt eigentlich in letzter Zeit? Gar nichts. Also im Endeffekt seit letzten Dezember, wo auch dann der letzte Wipe zum Beispiel bei uns war, kam bisher nichts, außer dann zum chinesischen Neujahr, dass da ein neuer Charakter ins Spiel gebracht wurde. Die japanische Frau, chinesische Frau. I want to be ninja. Und dazu dann noch ein paar ganz tolle Dekorsachen für die Base-Building-Elemente. Ich weiß, da werden da manche wieder ein bisschen haten. Ich bin ja nicht so der Base-Bauer, aber für die, die es geil ist, freue ich mich, wenn die das dann benutzen können und ihre Bude etwas chinesischeren Look übermitteln können. Für mich selber habe ich dieses DLC tatsächlich mir noch nicht besorgt, weil ich darin keinen Sinn gesehen habe. Ja, es ist ein neues Schwert auch da, aber es ist alles nichts gewesen, was ich bisher gemacht habe. Ich werde es mir noch holen, weil ich dieses Spiel natürlich weiter unterstützen möchte, aber bis dahin kam einfach nichts wirklich Erwähnenswertes. Das, was dann wirklich erwähnenswert ist, ist, dass jetzt Splash Damage Gamepires übernommen hat vom Jagex. Ich weiß, viele wissen das schon, aber was passiert da eigentlich? Was hat Jagex so falsch gemacht, dass sie Scum nicht mehr haben wollen? Das ist diese Frage, beschäftigt mich, seitdem ich gehört habe, dass es weggekauft wurde wieder. Aber das heißt ja einfach nur, es ist im Endeffekt für Jagex ja auch gescheitert, dieses Projekt. Und das liegt ja auch einfach daran, dass die nicht das Richtige gemacht haben aus meiner Sicht. Die sind ja teilweise in eine ganz falsche Richtung gegangen oder haben sich auf Sachen konzentriert, die nicht hätten sein müssen. Es ist einfach zu wenig gekommen, auch für 1.0. Gerade für die, die das Spiel schon lange kennen. Dieses Spiel gibt es einfach schon lange. So, das ist halt so etwas, da musste eigentlich schon vorher was passiert sein. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und jetzt ist Splash Damage da. Splash Damage kenne ich persönlich nicht, beziehungsweise die beiden Hits, die sie haben, sind halt die Halo Master Chief Collection und Gear Tactics. Ein Spiel, was ich nicht kenne. Halo kennen wir natürlich alle, aber das sind halt so die beiden Games, die sie haben. Es wird darüber erzählt, dass die wohl eher über kooperative Developments irgendwie bessere Fähigkeiten verfügen und aber auch teilweise einfach Spiele dann auch wirklich weiterentwickeln. Ob das so jetzt stattfinden wird, weiß ich nicht. Ich kenne diese Entwicklerbude nicht. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt, was da kommen wird. Vor allem da auch bei Gamepires jetzt einfach Leute entlassen wurden, fristlos. Also Matowski ist beispielsweise weg, mit dem ich mich immer extrem gut verstanden hatte, der alte Community Manager. Und Beda ist weg. Derjenige, der immer den Community Showcase und allgemein die ganzen Sachen immer organisiert hat mit, beziehungsweise auch kommuniziert hat, wurde auch entlassen. Soweit ich weiß, sind noch andere Entwickler gegangen. Also von daher, der Kern von Scum selber, Gamepires selber, ist weg. Dementsprechend ist das dann halt das, was jetzt gekommen ist. Und jetzt, genau heute, wo wir dann auch um 16 Uhr heute in den Livestream gehen werden. Das heißt, lass jetzt schon mal ein Follow auf Twitch da. Wir gehen heute rein und testen dieses Spiel nochmal an, aber da komme ich später nochmal zu. Um 16 Uhr geht's los. Denn dieses Mal kommt ein QOL-Patch, können wir es nennen. Ein Quality of Life-Patch, wo eigentlich nichts anderes gemacht wird, als irgendwelche Bugs zu fixen und irgendwelche Quality of Life-Verbesserungen ins Spiel zu bringen. Was ja auch ganz viele Leute fordern. Ganz viele Leute wollen ja das Spiel gar nicht so erweitert haben, wie ich es zum Beispiel denke. Die wollen halt einfach nur, dass es grundlegend funktioniert, bugfrei ist und dass man spielen kann, so wie es ist. Das ist auch okay. Scum ist auch weiterhin für mich einer der besten Titel der Welt, aber zu diesem Thema will ich später dann auch nochmal was sagen. Ansonsten kam ja dann noch diese PlaySafe-ID-Nummer, wo jetzt dann Server existieren, wo du dich bei PlaySafe-ID quasi anmelden musst, wer du bist, was du machst, ne, Hose runter und so weiter. Da sind ja ganz viele allergisch aufgestoßen, dass sie ihre Personalien irgendwie rausgeben müssen. Da es absolut optional ist, solche Server auch zu benutzen und man seine eigenen Server halt machen kann, wie man möchte, finde ich das absolut legitim reinzubringen. Ist jetzt aber auch wieder nichts, wonach mir jetzt dann das Herz höher schlägt in Scum, um da reinzugehen. Mit diesem Patch werden halt auch die offiziellen Server gewiped, also keine Sorge, die privaten theoretisch nicht, aber den privaten wird natürlich auch wie immer ans Herz gelegt, wiped eure Server und wir auf Scum and Chill machen das auch. Also wenn du wieder einen Neustart machen willst mit dem neuen Patch, komm einfach rüber, komm rauf und lass uns da gemeinsam Spaß haben. Denn wohin führt der ganze Weg jetzt mit Scum? Also aus meiner Sicht kann ich das null beurteilen. Ich weiß auf jeden Fall, dass momentan halt am offiziellen Mod-Support und Framework halt gearbeitet wird,
dass halt die Community dieses Spiel erweitern kann. Das ist aber für mich tatsächlich persönlich eigentlich der total falsche Ansatz. Wenn sie das so machen wollen, dann ist das auch okay. Dann wird dieses Spiel aber auf mittelfristige Zeit, glaube ich, so ein bisschen noch mehr sterben, als es jetzt gerade tut. Obwohl ich glaube, dass ein Hype entstehen könnte mit dem ganzen Modding-Geschichte. Aber was würde ich mir eigentlich von diesem Spiel wünschen? Weil das kann eigentlich nur Scum rausbringen, beziehungsweise Gamepires. Natürlich muss eine Story kommen. Eine Story mit geilen Cinematics, wo eine coole Story halt auch erzählt wird und man dann irgendeine Art von Geschichte sich auf dieser Insel erarbeiten kann. So, ob man dann am Ende von dieser Insel entkommt, keine Ahnung. Ist mir erst einmal egal, der Ausgang. Ich will einfach nur eine coole Geschichte haben. Und das kannst du ja auch sehr gut monetarisieren im Sinne von, du machst halt das eine Chapter und dann kommt das nächste Chapter. Also jedes Kapitel nacheinander, so wie es halt Dune macht. Und Dune macht es ja auch so gut, du bist dann auf der Live-Map, bist du dann ja auch einmal kurz weg, um die Story zu erleben. Und genau dasselbe muss aus meiner Sicht ins Scum kommen, um diese Story halt reinzubringen. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch, den wahrscheinlich alle haben, aber schon auch seit dieses Spiel draußen ist. Jeder will diese Geschichte haben, ich komme von der Insel frei. Was ja auch eigentlich ganz geil ist. So, und der nächste Punkt wäre natürlich für die ganzen Basebauer unter uns, bringt doch einfach alles Mögliche an Base-Building-Elementen rein, die es gibt. Erfindet das Rad nicht neu. Mach doch einfach rein. Mach rein die Geschichte da. Das kann nicht so schwer sein, da genug Base-Building-Elemente zu finden, um dieses Spiel für die Base-Builder noch geiler zu machen. Dann muss erst schon wieder gemoddet werden, damit überhaupt dieses Base-Building in der Art möglich ist. Muss auf jeden Fall mit rein. Genauso wie für alle Admins, die halt da sind. Lasst uns doch bitte alles einstellen, was wir wollen. NPC-Verhalten. Wie viele von einzelnen Puppets, wie viele NPCs, wie viele von irgendwas, welche Tiere, wie spawnen sie und. Wir brauchen viel mehr Zugriff, viel mehr Befehle, um, wenn wir schon keine Inhalte von Scum bekommen, dass wir selber die Inhalte schaffen können. Von daher, das ist ein Ding, das muss absolut kommen und ich lasse da auch gar keine zwei Meinungen zu, weil das ist das Einfachste, was sie reinbringen können. Ansonsten hatten wir auch schon mal im Stream besprochen, was da alles kommen könnte und sollte. Also, für mich sollte halt auch so etwas wie NPC-Gruppen kommen. Ne? Das ist PvE-Content. PvP-Content kommen wir auch noch ein bisschen zu. Aber der ist für mich, PvP in Scum ist geil. Ist einfach geil. Aber es gibt nicht viel mehr. Es gibt nicht viel mehr. Und da haben auch andere schon was zu gesagt. Das Raiding-System, so wie es jetzt ist halt kacke. Auch mit den ganzen Sprengsätzen, mit den Überwaffen und sonstiges. Es ist ja einfach nur bam, 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 Aldi bauen und fährt. Das sehe ich halt anders. Das muss wieder ein bisschen back to the roots sein. Das muss so ein bisschen so, oh, wir machen jetzt ehrliches Raiding, wir knacken Schlösser oder sonstiges. Es muss ein bisschen anders laufen. Da fehlt mir aber ein bisschen die Fantasie zu, weil ich selber nicht so ein Base Raider bin, was da alles kommen sollte. Hört euch dazu das von Grödi an, was der gesagt hatte. Da kann man viel besser wahrscheinlich einordnen, was da kommen sollte. Aber grundlegend waren mir diese Waffen wie C4, M82 und, waren mir sowieso immer schon viel zu doll und dementsprechend, das müsste eigentlich raus. Aber was meinte ich eigentlich mit diesen NPC-Gruppen? Also, für mich sollten halt wirklich so ein bisschen wie bei Deadside, sollten halt so Konvois kommen, also so dynamische Events auf der Map. Konvois, Hubschrauber, Absturz. Es muss Leben auf der Map sein, aber auch wieder steuerbar, weil man liebt ja auch die Chilligkeit des Games, ne? So ist es ja nicht. Aber es muss mehr kommen. Es muss Fraktionen geben, wo sich die NPCs eingruppieren, dass die vielleicht sogar noch gegeneinander fighten und so weiter auf dieser Riesenmap. Dass man quasi sich da einfuchsen kann, vielleicht sogar einer Fraktion zuordnen kann. Da gibt es ja auch schon gemoddete Server. Da hast du dann eine Fraktion, die gegen die andere kämpft. Auch mega gut. Geile Idee. Es muss irgendwelche großen Lager geben. Also im Sinne von, wir haben halt die Militärbasen, die sind aber wirklich mal von NPCs geschützt. Dass du dich als Gruppe von 10 Leuten zusammentun musst. Der eine sniped, der nächste wird ein Alarm ausgelöst und dann stürmen sie halt die Umgebung. Das muss kommen. Das ist halt für mich so etwas, das ist der PvE-Content, den alle wollen und brauchen. Es will ja nicht jeder nur Hardcore PvP spielen, das macht ja viel Spaß, aber das will ja auch nicht jeder, der PvE-Content muss nachkommen. Und das sind halt so die Sachen, die da mit rein müssen. Ne? Genauso wie Konvois und Hubschrauberabstürze und. Es machen ja ganz viele andere Spiele vor, warum nicht nachmachen, ist doch scheißegal, macht doch nur viel mehr Spaß ins Spiel. Und wenn man es wieder ausschalten kann, so what, dann hat man da zumindest die Möglichkeit. Fürs PvP würde ich mir wünschen, dass da halt so ein paar andere Sachen mit reinkommen. Nicht nur, dass es immer Base gegen Base ist, Team gegen Team, sondern, dass du halt vielleicht auch Städte einnehmen kannst. Regionen, Quader und dadurch dann irgendwelche Ingame-Vorteile erhältst. Ne? Dass du dann, da kommen wir dann gleich auch nochmal zu, dass du einen Change ja auch brauchst von dieser ganzen Geld zu Itemkauf zu sonstiges Thematik. Da muss ein kompletter Wechsel her. Man bräuchte
bräuchte auch einen universellen Stash beim Händler, finde ich, so wie bei Escape from Tarkov oder Deadside, dass du da halt dich selber quasi zurückziehen kannst, wenn du halt alleine auf einem Server bist, wo viele Teams oder so existieren. Das heißt, du brauchst einen eigenen Stash da, der nicht geradet werden kann und, wo du dir dann auch Sachen holen kannst, damit das auch vielleicht sogar ein bisschen schnelllebiger werden kann. Alles wieder Einstellungsmöglichkeiten. Aber es sollten sowas dann halt wie irgendwelche Vorteile in den Zonen, wenn sie da sind. Es sollte ein Teamkonto geben, sowas in der Art. Da wird Geld drauf überwiesen, dann kann man sich im Teamshop irgendwas holen. Sowas in der Art. Das ist sehr, sehr groß gedacht, aber da gibt es bestimmt schlauere Köpfe als mich, die da irgendwie ein cooles Konzept, die das mit der realistischen Ader, die Scum ja dann doch hat, noch vereinen können. Aber Scum ist halt nicht dieser Realismus des Metabolismus. Also Scum muss sich jetzt ein bisschen weiterentwickeln. Das war jetzt schön, man muss auf sehr viel achten, es ist sehr viel realistisch gehalten, aber jetzt müssen wir halt zu dem Spielspaß wiederkommen und nicht nur aufs Micromanagement. Aber genau dieser Punkt bringt mich halt auch zum Endgame, was es in Scum eigentlich nicht gibt. Das Endgame in Scum ist Base Raiden, ansonsten gibt es da nichts. Es muss etwas geben. Schauen wir uns auch wieder Dune an oder irgendwelche Level-Systeme. Es muss zum Beispiel sowas geben wie ein Rohstoff, den du sammeln kannst, der wirklich super selten ist, wo du vielleicht sogar in Dungeons rein musst. Sowas wie Dungeons mit NPC-Bossen, ne? Also wie ja auch die Wild Hunter und so schon immer angekündigt wurden. Sowas muss kommen, dass du dann Dungeons hast, wo du dich auch organisieren musst, weil du sonst verkackst, die halt auch irgendwie von der Außenwelt so ein bisschen abgeschlossen sind. Nicht so eine Killbox, die dann erst aufgehen und alle warten davor und knallen dich ab. Also es muss schon ein bisschen besser sein. Es darf auch von mir aus außerhalb der Map sein. Es muss nicht auf der Map sein, sondern du gehst zu den Dungeon-Eingängen und bist dann in der Parallelwelt, so wie es ja auch mit der Story sein sollte. Aber es könnte ja auch ein Level-System geben, dass du wirklich also deine Skills kannst du ja upgraden, aber vielleicht kannst du damit ja auch noch ein bisschen mehr machen, dass du dich spezialisierst als Heiler, als Sniper, dass du Perks freischalten kannst oder. Das geht dann halt schon wirklich in diese typische Rollenspielnummer, aber ihr wisst, wie ich meine. Man kann es bestimmt auch cool für so ein Spiel umsetzen und genauso wie, dass man irgendeinen Rohstoff finden kann, der super selten ist, womit man vielleicht Nahrung, womit man Waffen oder sonstiges verbessern kann, Munition, und damit meine ich jetzt nicht diese Urankacke, obwohl das ja schon in die richtige Richtung geht, aber nur diese Munition dafür zu benutzen, finde ich allumfassend ein bisschen wenig. Es darf auch ein bisschen mehr Dynamik rein, aus meiner Sicht, dass du deinen Chip zum Beispiel upgraden kannst oder. Es gibt ja so viele Sachen, die man da machen kann. Auf jeden Fall, was dich am Endgame hält und dann auch mit dem Wipe dich wieder damit veranlässt, nicht nur eine Base zu bauen, sondern auch wieder in dieses Endgame reinzukommen, dass du halt heftig wirst. Ne? Das würde ich mir zumindest wünschen und das ist auf jeden Fall etwas, was ins Endgame rein könnte. So, genauso für die Abwechslung einfach mal eine andere Map reinbringen. Das ist jetzt so leichter gesagt als getan und die aktuelle Map ist ja auch viel zu leer, anstatt dass man sie eigentlich ersetzen sollte man die voll machen mit Krams. Aber ihr wisst, wie ich meine. Jeder, der tausende Stunden Scum hat, der braucht auch mal eine Abwechslung. Der muss Scum auch mal neu erleben dürfen. Bring doch eine Spaß-Map, bring doch irgendwas anderes rein. Bring eine kleinere Map rein für anderes Gameplay oder. Scheißegal. Bring neue Minigames rein, ne? Es ist schon witzig, einen Code einzugeben. Es ist witzig zu hacken. Es ist witzig zu entschärfen. Es ist witzig aber bring doch noch mehr. Bring doch noch mehr. Genauso wie diese ganzen Base-Building-Sachen wie Strom, Bipapo. Die ganzen Spiele machen es ja vor. Es ist ja Sky is the limit, was das angeht. Du sollst es natürlich auch in einem vernünftigen Rahmen halten, aber mach doch dieses Spiel von mir aus noch komplizierter, als es jetzt ist, aber dafür auch sehr viel geiler und sehr viel erforschenswerter. Das sind auf jeden Fall so die Dinge, die ich halt machen würde, die ich in dieses Spiel reinbringen würde. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet oder auch, was ihr für Ideen habt, aber kommt mir jetzt bitte nicht mit, oh ja, die Stapel sollten wieder anders teilbar sein oder sowas, ne? Nicht diese kleinen Sachen. Wir brauchen wirklich Sachen, die groß sind, die Menge abholt und nicht nur, oh ja, im Inventarsystem würde ich gerne das und das so und so noch haben wollen. Das meine ich damit nicht. Das ist zu klein. Das kann man machen, ja, aber das sind nicht die Punkte, die wir ansprechen wollen. So, aber genau an dieser Stelle, wo wir jetzt sind, ich werde mir heute natürlich noch einmal den Patch geben und werde da reingucken, was sich jetzt verbessert hat und sonstiges. Aber ansonsten muss ich da auch ganz ehrlich zu sagen, ist Scum so ein bisschen an einem Punkt für mich nach tausenden Stunden, nach 7 Jahren oder noch länger, ich weiß es nicht mehr, ist ja auch scheißegal, wahrscheinlich seit 8 Jahren schon, mache ich Content für Scum. Ist es halt jetzt mal an der Zeit, dass ich mich anders umgucke. Da wird es noch etwas geben, da werde ich auch noch ein Video zu machen, was ab nächsten Monat kommen wird, aber Scum wird einfach so, wie es jetzt ist, nicht mehr
den Spaß ausstrahlen, den es halt in Vergangenheit gemacht hat. Ich werde immer up to date bleiben und sobald etwas Neues, Geiles reinkommt, bin ich absolut wieder am Start. Ich werde mich trotzdem weiterhin mit den Admin-Einstellungen beschäftigen. Ich werde alles, was da kommt an News, werde ich auch wieder weiterhin verbreiten. Das wird halt euch hier nicht verloren gehen. Aber ich muss jetzt mal wissen, was die anderen Spiele können, auch im Endgame. Weil sonst habe ich einfach keine Idee mehr, was ich in Scum machen soll. Unabhängig davon, dass ich noch nie in großen Base-Rates war. Ich weiß aber, wie es aussieht. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie es dann ist, in so einer Maschinerie zu sein. Aber dafür bin ich auch gar nicht so der absolute Hardcore-PvP-Typ. Ich mag so dieses alleine rumlaufen und Leute abballern. Das macht schon sehr viel Spaß. Aber ansonsten sagt mir, was euch momentan immer noch in Scum hält. Ich will euch da nicht abreiten. Ich will euch da nicht beeinflussen. Scum ist ein unfassbar geiles Game. Aber ich muss jetzt einfach mal was anderes sehen. Nichtsdestotrotz, trotz aller Kritik, weiterhin bleibe ich dabei. Scum ist ein absolut geiles Game. Ich will mir einfach nur andere Sachen angucken und das werde ich dann nächsten Monat auch machen. Von daher lasst gerne unter dem Video ein Like da und falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, denn es wird absolut abwechslungsreicher Content ab jetzt kommen. Lass einfach mal ein Abo da, aktiviere die Glocke und wir sehen uns dann heute ab 16 Uhr im Twitch-Livestream, wo ihr dann natürlich auch den anderen Content sehen könnt. Ich glaube, es wird für alle was dabei sein. Von daher freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid, Leute. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschaußen.